Von außen wirkt alles wie ein ganz normaler, leerstehender Club. Doch drinnen erwartet uns ein Ort, der aussieht, als würde heute Abend noch geöffnet werden. Champagnerflaschen, gestapelte Gläser, funkelnde Kronleuchter. Alles bereit für Gäste, die nie kamen. Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, dieser Nachtclub hat nie eröffnet. Hinter dem millionenteuren Umbau soll ein mutmaßlicher Bandenchef gesteckt haben. Kurz vor der Eröffnung griffen 300 Einsatzkräfte zu. Die Razzia war das Ende, bevor überhaupt jemand eindringend bestellen konnte. Und jetzt steht alles still. Ein Lost Place, eingefroren in der Vorbereitung auf eine Nacht, die nie begann. So Leute, wir sind jetzt im Gebäude drin und direkt am Haupteingang. Und ich glaube, das, was man hier sieht, ist schon echt. Also Wahnsinn. Guck mal hier. Hier stehen einfach noch die Champagnerflaschen. Und zwar jede Menge. Und die sind noch zu. Alles das ist das Besondere daran, ne? Die sind einfach alle noch komplett verschlossen. Ja. Ultra krass. Also hier war offenbar der Thekenbereich gewesen, wo man sich anmelden konnte. Und so eine Art Garderobe da hinten, oder? Ich weiß nicht genau. Ja, da war Kann gerade das sein, ne? Schrank für die Wertsachen. Wir gehen einfach mal weiter. Boah. Ist nicht. Krass. Ist heftig, ist das heftig. Ja, krass. Guck dir mal an, wie das hier aussieht. Das ist ja ultra heftig. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Guck mal, hier mittendrin steht noch ein EC-Automat. Also Ich wollte es gerade sagen. Ich finde einfach ein Geldautomat hier, aber ich glaube, diese Geldkassette sehe ich da unten, oder? ja, ja. Die wird wohl nicht mehr gefüllt sein. Naja, immerhin. Guck, wie pompös das hier aussah, auch mit den Kronleuchtern hier oben, ne? Das ist richtig krass. Ey, wirklich der absolute Wahnsinn. Heftig. Und hier hast du so einen VIP-Bereich gehabt. Jo. Seht ihr das, Leute? Private Dance steht da. Private Dance gab es hier. Ah, VIP, genau. VIP hier schön mit so einer Kordel getrennt. Und dann konnte man hier schön in diesen Separé sitzen Und feiern oder so, ne? und ein bisschen Party machen. Aber hey, leuchte nochmal nach da hinten hin. Das ist so ultra heftig. Guck mal, hier waren die Toiletten oder sowas. Ist ja klar, dass wir das wir zuerst finden, ne? Natürlich, wie immer, ne, Anja? Hier ist übrigens dein Zimmer. Ja, klar. Der ist noch andere, ne? Heftig. So ist ein Männerplätze hier scheinbar. Naja, Frauen waren hier, denke ich mal, auch nicht so die Gäste, oder? Achso, ja, das könnte natürlich sein, ja. Ja, hier sieht man überall die Steglos und hier auch schön vergoldet das Ganze, ne? Ja, alles vergoldet hier, wenn du mal guckst. Hier der ganze Spiegel vergoldet, hier unten alles vergoldet, da draußen alles vergoldet. Das ist echt, also richtig geil. Und bei solchen Lost Place Touren muss man natürlich auch darauf achten, dass man genügend Flüssigkeit zu sich nimmt. Und wir trinken bei unseren Touren Holy. Holy bietet nicht nur Energy Drinks, sondern auch Hydration und Iced Tea. Unsere aktuelle Lieblingssorte ist Lemon. Total lecker, fruchtig. Besonders geil, wenn man zu Hause ist. Noch ein paar Eiswürfel rein. Wirklich optimal. Wer auf Getränke mit Geschmack steht, der ist bei den Hydration und auch bei den Iced Tea Sorten definitiv richtig aufgehoben. Und wenn ihr mal ein bisschen mehr Energie braucht, dann empfehle ich euch auf jeden Fall die Energy Sorten von Holy. Die Zubereitung von Holy ist super easy. Einfach einen Becher mit 500 Milliliter Wasser. Dieser Shaker ist übrigens in dem Holy Starter Set Deluxe bereits inklusive. Da habt ihr eine super Auswahl an Hydration, Iced Tea und Energy Getränke. Also gerade diejenigen unter euch, die Holy mal ausprobieren möchten, sind mit dem Starter Set Deluxe definitiv perfekt aufgehoben. Jetzt einfach ein Löffel rein, der Deckel drauf und dann shaken. Und schon habt ihr Holy zubereitet. Also wirklich komplett einfach und simpel, oder? Unten in der Videobeschreibung ist der Link zur Webseite von Holy. Schaut da einfach gerne mal vorbei. Wir empfehlen euch definitiv das Starter Set Deluxe für den perfekten Einstieg in die Welt von Holy. Gibt aber auch noch andere Sets, wie zum Beispiel nur für Hydration, nur für Iced Tea oder nur für Energy. Ihr werdet auf jeden Fall fündig. Nutzt unseren Rabattcode LOST5, um 5 € als Neukunde zu sparen und LOST für dauerhaft 10% auf jede eurer weiteren Bestellungen. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt geht's weiter. Alles am Glitzern. Guck mal. Wie geil das hier aussieht, Sabrina. Ja. Wenn du die anleuchtest. Das sind die ganzen Disco-Kugeln, die hier sind. Alles ist hier am Leuchten. Aber ich finde nicht so,
weiß also nicht, das sieht schon schön aus eigentlich. Geschmackvoll, nicht obszön. Genau, das würde ich sagen, ja. Das stimmt, ja, das stimmt. Aber Leute, ey, das ist hier echt richtig edel. Ja, das ist wirklich edel. Hier alles aus Leder. Und hier natürlich ab geht's hinter die Theke. Guck mal, Anja, hier stehen noch die ganzen Gläser, ne? Ja. Naja, die ganzen glaube ich nicht, aber auf jeden Fall noch ein paar. Schön die Champagnergläser. Und hier kannst du auf jeden Fall auch einen Kaffee trinken oder einen Espresso. Also muss es nicht nur Alkohol trinken, aber die Gläser, die standen normalerweise hier. Guck mal, die hatten hier sogar noch extra so einen Don Perignon und Champagner-Kühlschrank gehabt, wo sie hier die ganzen Sachen damals drin hatten. Der Mann, der hinter diesem Ort stehen soll, hatte offenbar große Pläne und ein Faible für teuren Glanz. Doch laut Ermittlungen der Staatsanwaltschaft war das nur die eine Seite. Im Raum standen Vorwürfe wegen Steuerhinterziehung und Betrug mit aufbereiteten Fahrzeugen. Kurz bevor der Nachtclub eröffnen sollte, rückten 300 Einsatzkräfte an. Es war das abrupte Ende eines Millionenprojekts, bevor hier jemals Musik gespielt wurde. Hey, wie groß war das hier, bitte? Schon mal sehr groß. Hier ist die nächste Disco-Kugel. Hier geht die nächste Party ab. Und hier sind vielleicht 3 Stangen Sauna. Ja. Hier waren gerade mehrere Frauen wahrscheinlich am Tanzen. Ja. Richtige krasse Table-Dance-Bar hier Ja, auch, ne? richtig heftig, ja. Hier konntest du dich richtig schön hinsetzen. Aber hier wurde auf jeden Fall schon einiges kaputt gemacht. Ja, leider Gottes. Dann auch hier nochmal eine Bar gewesen, wie man sieht. Das muss ja sein. Auch da hinten nochmal dieser Champagner-Kühlschrank. Hier dann die nächsten Toiletten. Richtig schön. Die Toiletten sind wirklich Aus sehr, sehr schön. Marmor hier alles, ne? Ja. Richtig nice. Krass. Echt nicht schlecht, ne? Ja. Das sieht schon schön aus. Also. Könnte mir auch gefallen. Auch hier noch Die Theke ist auf jeden Fall deutlich größer hier. Und hier stehen auf jeden Fall noch mehr Gläser als da hinten. Ja, und man sieht auch schon, dass das Ganze nicht erst seit letzte Woche zu ist hier. Man sieht das ganz gut an den Staub. Aber eine richtig schöne große Theke. Aber hier sind ja mal richtig viele Gläser. Ja. Auch hier wieder verarbeitet. Manche stehen hier noch. Richtig schön, ne? Ja. Sehr geil. Wie die Hölle, Feuerrot. Ich kann nicht anders, ich muss in ihren Armen sein. Ich seh nur noch sie. Ich bin echt mal gespannt, was wir jetzt hier oben so erwarten. Ach nee, Sabrina. Hier sind die Toiletten schon wieder. Wie viele Toiletten waren denn hier? Vielleicht waren das doch Toiletten dann für die Mitarbeiterin. Weil hier sind nämlich keine Stehklos. Ja, stimmt, könnte sein. Und hier ist auch noch eine Couch. Genau, da war der Aufenthaltsraum gleichzeitig, ne? Ja, vielleicht konnten sie sich mal ganz kurz erholen von ihren Strapazen. Möglich. Ach du Scheiße. Boah. Ja, krass. Also du glaubst nicht, oder ihr glaubt nicht, was hier drin steht. Du glaubst es einfach nicht. Wow. Was ist das bitte hier? Was ist das bitte für ein Laden gewesen? Richtig krasser Oldtimer, ne? Krass. Richtig. Oh, die Tür geht schon gar nicht mehr auf. Krass, Alter. Damit habe ich so gar nicht gerechnet, ne? Wir sind jetzt hier in dem VIP-Bereich. Der ist direkt hinter uns. Waren so Der ist voll nebensächlich im Gegensatz zu dem Auto hier.
2 Bereiche gewesen, die man auch mit diesem Vorhang so abtrennen konnte. Dann hatte jeder so seinen eigenen Bereich. Und hier einfach so ein krasses Auto, ey. Das ist Heftig, ey. ist der Wahnsinn. Guck dir das mal von innen an. Da konntest du bestimmt dich auch reinsetzen, ne? Oder? Meinst du, da ging es auch zur Sache, ja? Ich weiß ja nicht. Möglich ist alles. Guck dir mal an, was hier liegt, ey. Ja. Noch so Kronleuchter, ne? Oh, richtig schick, ne? Ja, vor allem in rosa. Das ist kein Problem. Also ich trage dieses schwere Ding gerne für dich nach Hause. Wenn du es unbedingt haben möchtest. Ich sehe es doch in deinen Augen. Nee. Also ich sehe es dir genau an. Jetzt gibst du doch wenigstens zu. Ich gebe gar nichts zu. Komm. Und Leute, könntet ihr Sabrinas Gesicht jetzt gerade sehen, würdet ihr auch denken, dass sie ihn unbedingt haben möchte. Ich frage mich gerade, was hier oben war. Ich glaube, ich kann es mir denken, Anja. Ja, ich mir auch. Ach, krass. Guck dir das mal an. Zimmer Nummer 1. Schön in rosa gehalten. Bett steht noch drin. Eigentlich kein schönes Zimmer, bis auf das rosa, oder? Wie viele Zimmer gab es bitte hier? Unfassbar. Unfassbar. Also das war auf jeden Fall ein Zimmer der teuren Variante, würde ich sagen. Offensichtlich. Da konntest du dich auf jeden Fall mit mehreren hinsetzen. Und danach konntest du dich dann hier ein bisschen in der Kutsche vergnügen. Hatte man wahrscheinlich so eine Art Bauerndate. Ja, oder? Wirklich? Ich weiß nicht. Also hier konntest du halt ja, einfach mal in so ein, wie nennt man das eigentlich nochmal, so eine Kutsche, ne? Einfach mal. So ein Hänger für die Kutsche, ne? Ja. Ein Hänger für die Kutsche halt. Ja, das ist mal was ganz Außergewöhnliches. Ja. Öfters mal was Neues, ne? Ich glaube, Anja, es ist sehr gut, dass wir kein Blaulicht mit haben. Warum? Ja, ich würde nicht jetzt sehen, welche Flecken hier überall sind. Glaubst du nicht? Weiß ich nicht. Hier wieder ein Zimmer in rosa gehalten. Boah, echt viele. Viele Betten. Hier war wohl offenbar ein reger Verkehr. Ja, im wahrsten Sinne. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war hier. Oh, hier oben ist aber echt schon viel zerstört. Da ist auch wieder Glas. Weiß nicht, ne? Also, das ist echt krass hier. Das war hier Büro. Nee, hier war auch ein Zimmer. Quasi das gleiche wie auf der anderen Seite. Ah, okay. Wow, echt für jede heftig. Vorliebe hier wahrscheinlich das passende Zimmer. Ja. So oder so ähnlich. Wird es wohl gewesen sein. Also 1, 2, 3, 4, 5 Räume, wo man sich austoben konnte, ne? Ja. Nee, 6 Räume. 6 Räume, wo man sich austoben konnte. Ah, wie das aussieht, ne? Wenn du dich mal umdrehst, also sieht schon echt edel aus, ne? Ja. Ein sehr, sehr edler Laden. Ich glaube, hier in dem Bereich, wo wir gerade waren, wollten sie wahrscheinlich noch sich vergrößern. Wo? Hier, in dem Bereich. Ja, was vielleicht noch hier das Ganze so ein bisschen erweitern wollten vielleicht, ne? Ich weiß es nicht, aber das hier sieht auf jeden Fall sehr, weiß ich nicht, rohbaumäßig hier aus, ne? Das stimmt. Unser Besuch liegt schon viele Jahre zurück. Damals wirkte alles wie kurz vor der Eröffnung. Dabei war das Kapitel längst beendet, bevor es überhaupt beginnen konnte. Erst Corona, dann der Zugriff der Polizei. Der Traum vom Nachtclub platzte. Der mutmaßliche Betreiber, ein Autohändler, wurde wegen Millionenbetrugs und Steuerhinterziehung angeklagt. Er übertrug den Club seiner Partnerin. Doch der Staat forderte Schenkungssteuer, ein Investor sein Geld und schließlich sollte eine Zwangsversteigerung alles regeln. Doch was folgte, war Chaos, Einbruch, Diebstahl, Brand. Am Ende blieb ein Ort zurück, der nie gelebt hat und trotzdem mehr erlebt hat als manch anderer Club.
Das war's mit der Erkundung gewesen. Wir hoffen, das Ganze hat euch gefallen. Lasst gerne noch ein Like da, schreibt weiter unten einen Kommentar und Abo nicht vergessen, falls ihr es noch nicht getan habt. Am Freitag gibt es ein neues Video und am Dienstag dann wieder ein richtig geiles Lost Place Abenteuer. Ich kann euch schon mal eins sagen, es passiert etwas, was uns noch nie zuvor passiert ist. Also seid gespannt. Bis dahin, ciao, ciao.